Heute und morgen findet die sogenannte Midterm-Konferenz unseres europäischen Dachverbandes industriAll Europe statt. Dabei soll einerseits Bilanz gezogen werden, was geschehen ist seit dem letzten Kongress in Madrid im Jahr 2016, und es soll natürlich auch ein Ausblick auf die Aktivitäten der nächsten beiden Jahre getroffen werden. industriAll Europe is the European Federation for 200 industrial trade unions organizing 7 million members. And actually we are here now in Wien, in Vienna, to have our midterm seminar, and the midterm seminar actually has the objective to take stock of what we have done over the last 2 years, and also to look a little bit forward to the next 2 years before we have our next Congress in May 2020. Wir haben die Hälfte der Amtszeit von industriAll nach unserem Kongress in Madrid erreicht, und wir blicken auf der einen Seite auf 2 erfolgreiche Jahre in einem schwierigen europäischen Umfeld. Das heißt, wir haben weiterhin eine Wirtschaftskrise in Südeuropa, insbesondere in Griechenland, durchaus aber auch in Italien. Wir haben auf der anderen Seite Handelskonflikte in der ganzen Welt. Wir haben den Brexit vor Augen. All das soll nicht zum Nachteil der Beschäftigten werden. One of the main challenges today is the growing inequality. Europe doesn't get more equal. There is again economic growth, but it doesn't lead to more equality. It leads to more inequality. We see inequality between countries, between regions, but we also see a growing inequality within the country, where richer gets more rich, get more tax advantages, and where people that step into the labor market get sometimes nothing more than a very short-term contract, a precarious contract. You see also that the poverty is still there in Europe. Wir haben in vielen Ländern eine Tendenz zum Rechtspopulismus. Rechtspopulismus ist regelmäßig und nachweisbar, unter anderem ja auch hier in Österreich, mit Angriffen auf Arbeitnehmerrechte verbunden. Und sie sind zum Teil subtil, zum Teil ganz offen. Jedenfalls im Kern bleibt immer wieder klar, die Arbeitnehmerschaft soll im Verhältnis zu den Unternehmen geschwächt werden, die Arbeitnehmerschaft soll in ihren sozialen Ansprüchen und Rechten geschwächt werden, und die Gewerkschaften sollen geschwächt werden bei ihren Möglichkeiten mitzuwirken für eine soziale Gestaltung der Zukunft. All das ist in vielen Ländern erkennbar, und dagegen müssen und wollen wir uns natürlich wehren. Für die Gewerkschaften oder europäischen Gewerkschaften sind die größten Herausforderungen natürlich, dass ganz einfach in ganz vielen Ländern rechtsradikale oder rechtskonservative Regierungen an der Macht sind und die natürlich den sozialen Aspekt nicht zu verfolgen, die ganz einfach nicht für ein soziales Europa sind. Und hier, glaube ich, ist es besondere Herausforderung für die Gewerkschaften, darauf aufmerksam zu machen, dass nur ein soziales Europa ein gutes Europa ist und nicht unbedingt ein Europa ausschließlich der Konzerne sein darf, in der der Mensch auf der Strecke bleibt. I think one of the key problems we're facing is the rise of right-wing populism across Europe, and an increasing attempts by right-wing politicians to divide workers against workers. And one of the other challenges today for us as the European Trade Union Movement is defend our way of working, and that means defend collective bargaining. Collective bargaining is the core of creating solidarity, the core of creating collectivism, to bring everybody on board in progress. Wir werden sicherlich auch eine Position beziehen, wie wir in die sehr wichtigen Europawahlen im nächsten Jahr hineingehen. Wir wollen Europa sicherer machen, was die Themen soziale Sicherheit anbelangt, was das Thema anbelangt einer weiteren Integration in Europa. All das ist im Moment kritisch diskutiert, und die europäischen Gewerkschaften industriAll Europe wollen dazu eine Position formulieren. We expect from this event that we can take some messages to Brussels back that can lead us in the next 2 years and also in the years beyond. I hope that after this meeting and this conference we have a clear vision about what is our
conference period last actions, what we are going to do next 2 years. Ich glaube, es ist sehr wichtig, wichtiger als je zuvor, dass man sich hier austauschen kann, was in den einzelnen Ländern passiert, was in den einzelnen Organisationen und natürlich auch, was lokal an den Standorten, in den Firmen hier passiert und dass man sich hier vernetzen kann. I'd like to take back the ideas that we're getting from other countries, the fact that we're not alone in our struggles. All of the trade union movement across Europe are facing the same fights, and it's good to learn about that solidarity and feel that support when we take it back to our own struggles at home.